In diesem Kurzfilm werden wir euch einen kleinen Einblick geben in die Emotionen von Tieren und wie wir die versuchen zu messen. Nicht nur wir Menschen, auch Tiere können Emotionen wie Freude oder Angst verspüren. Solche Emotionen können sowohl physiologische, also körperliche Reaktionen hervorrufen, als auch das Verhalten eines Tieres maßgeblich beeinflussen. Wenn man das Tierwohl verbessern will, dann sollte man probieren, negative Emotionen zu vermeiden und positive Emotionen zu fördern. Die verschiedenen Emotionen können anhand von 2 Achsen eingeteilt werden. Auf der einen Achse befindet sich die Wertigkeit der Emotion, das heißt, ob die Emotion negativ oder positiv zu werten ist. Negative Emotionen sind zum Beispiel Deprimiertheit oder Wut. Hingegen sind Emotionen wie Gelassenheit oder Glücklichsein positiv zu werten. Auf der zweiten Achse wird die Erregung dargestellt, also wie intensiv die Emotion ist. Bei diesen Emotionen sieht man eine tiefe Stufe von Erregung bei Deprimiertheit und Gelassenheit. Hingegen sind Tiere bei Wut oder Glücklichsein stark erregt. Aber obwohl man Emotionen so in verschiedene Kategorien einteilen kann, ist das Beurteilen vom emotionalen Zustand eines Tieres in der Praxis zum Teil eine grosse Herausforderung. Im Gegensatz zu uns Menschen können Tiere nicht über ihre Gefühle reden. So ist die subjektive Seite von Emotionen sehr schwierig zu erfassen. Darum brauchen wir andere Methoden, um den emotionalen Zustand von Tieren zu beurteilen. Zu diesen Methoden gehört unter anderem die Beurteilung vom Verhalten, weil das direkt vom emotionalen Zustand beeinflusst wird. In gewissen Fällen ist das Verhalten eindeutig, wie zum Beispiel nach dem Kälber von der Mutter getrennt werden. Das viele Muhe deutet auf einen fehlenden Sozialkontakt und einen negativen emotionalen Zustand hin. In anderen Situationen ist es aber nicht ganz so einfach. Auf den ersten Blick ist der Ausdruck von diesen Schweinen relativ ähnlich. Wenn man aber das Ganze aus einem grösseren Blickwinkel anschaut, dann sieht man, dass beide Schweine in einem ruhigen Zustand sind. In einem Haltungssystem mit viel Beschäftigungsmaterial, wie im linken Bild, sehen wir ein zufriedenes und entspanntes Schwein. In einem kargen Haltungssystem, wie auf dem Bild rechts, deutet aber das Ruhigsein eher auf Deprimiertheit hin. Emotionen sind darum immer kontextspezifisch und komplex. Neben dem Verhalten kann auch die Physiologie bestimmt werden, also der körperliche Zustand von einem Tier. Für das verwendet man oft die Konzentration von Cortisol, einem typischen Stresshormon. Stresssituationen können zum Beispiel bei Tiertransport auftreten. What size tag? Doch eine erhöhte Cortisolkonzentration muss nicht unbedingt schlecht sein. So zum Beispiel, wenn die Kühe im Frühling zum ersten Mal auf die Weide dürfen. Dann deutet die erhöhte Konzentration auf positive Erregung hin. Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass verhaltens- und physiologisch basierte Methoden zur Erfassung von Emotionen Grenzen haben. Das ist besonders der Fall, wenn die Wertigkeit von einem Verhalten oder einem physiologischen Zustand nicht bestimmt werden kann. Außerdem sind das Verhalten und der physiologische Zustand Momentaufnahmen und der Einfluss von vergangenen Erlebnissen kann nicht oder nur schwer erfasst werden. Ja. Eine mögliche Lösung für die Probleme können sogenannte Cognitive Bias Tests sein.
So Tests machen sich zu nutzen, dass der emotionale Zustand von einem Tier die Beurteilung von unklaren Situationen beeinflusst. Man geht davon aus, dass ein positiver emotionaler Zustand, das heisst eine positive Stimmung, zu einer positiven Beurteilung von einer nicht eindeutigen Situation führt. Hingegen führt eine negative Stimmung zu einer negativen Beurteilung. Beurteilungstests können die Stimmung von Tieren erfassen und eine Grundlage für die Verbesserung des Tierwohls sein. Bei Nutztieren kann man vergangene Erlebnisse wie zum Beispiel das Enthornen bei Kälbchen oder momentane Situationen wie das Haltungssystem evaluieren. Jetzt werden wir euch anhand eines Beispiels erläutern, wie so ein Beurteilungstest in der Fachsprache Judgment Bias Test funktioniert. Douglas et al. Haben einen Test durchgeführt, um zwei Schweinehaltungssysteme zu vergleichen. Das eine System war sehr karg und das andere angereichert. Das heisst, die Schweine hatten mehr Platz und mehr Beschäftigungsmaterial gehabt. Im ersten Teil des Tests ist es darum gegangen, das Beurteilungsvermögen der Schweine zu trainieren. Sie mussten lernen, zwischen einem positiven und einem negativen Geräusch zu unterscheiden. Wenn sie sich am positiven Geräusch angenähert haben, haben sie als Belohnung einen Apfel bekommen. Haben sie sich aber dem negativen Geräusch angenähert, sind sie bestraft worden, indem sie einen Plastiksack ins Gesicht geschwenkt bekommen haben. Nachdem alle Schweine gelernt haben, je nach Geräusch passend zu reagieren, ist ein unklares und noch nicht bekanntes Geräusch eingeführt worden. Die Reaktionen zudem sind weder belohnt noch bestraft worden. Zusammen mit dem unklaren Geräusch ist dann der eigentliche Beurteilungstest durchgeführt worden. Es ist aufgezeichnet worden, ob die Schweine sich im Geräusch annähern und wie lange sie für ihre Entscheidung für die Annäherung brauchen. Der Beurteilungstest ist bei beiden Haltungssystemen durchgeführt worden. Um den Effekt über die Zeit zu erfassen und auch den Einfluss von einem vergangenen Haltungssystem zu beurteilen, sind die Schweine in zwei Gruppen eingeteilt worden. Gruppe 1 ist zuerst in der angereicherten Umgebung und dann in die karge gekommen und schlussendlich wieder zurück in die angereicherte Umgebung. Gruppe 2 ist zuerst in die karge Umgebung, ist dann in die angereicherte gekommen und dann wieder zurück in die karge Umgebung. In jedem einzelnen von diesen Stadien ist der Beurteilungstest durchgeführt worden. Wie erwartet, haben sich die Annäherungen zum positiven und zum negativen Geräusch zwischen den beiden Haltungssystemen nicht unterschieden, da das ja vorher mit den Schweinen trainiert worden ist. Im positiven Geräusch haben sich also viele Schweine angenähert. Beim negativen Geräusch ist das genau umgekehrt gewesen. Dort haben sich sehr wenige angenähert. Interessant wird es jetzt, wenn man das unklare Geräusch anschaut. Wenn die Schweine momentan in der angereicherten Umgebung sind, haben sie mehr Annäherungen gegeben und die Annäherungen sind schneller passiert als in der kargen Umgebung. In angereicherter Umgebung sind die Schweine also eher optimistisch gewesen und haben beim unklaren Geräusch eher eine Belohnung erwartet. In der kargen Umgebung sind sie eher pessimistisch gewesen und haben eher eine Bestrafung erwartet. Aber nicht nur die momentane, sondern auch die vergangene Umgebung hat eine Rolle gespielt. Die Schweine in karger Umgebung haben wie gesagt weniger Annäherungen gemacht als die in angereicherter Umgebung. Wenn die Schweine in karger Umgebung vorher in der angereicherten Umgebung gelebt haben, dann sind noch weniger Annäherungen gemacht worden. Die Schweine reagieren also empfindlich, wenn sich die Qualität des Haltungssystems verschlechtert. Diese Erkenntnis hat durchaus Praxisrelevanz. Bei Schweinen erfolgt Aufzucht und Mast auf verschiedenen Betrieben. Das heisst, es findet ein Betriebswechsel statt. Oft wird für die Ferkel mehr Platz und Beschäftigungsmaterial zur Verfügung gestellt, als später für die Mastschweine. Die in dem Kurzfilm besprochene Studie deutet darauf hin, dass Tiere so später pessimistisch eingestellt sind. Um das Tierwohl zu verbessern, sollten solche Verschlechterungen vom Haltungssystem unbedingt vermieden werden. Um sie in dem Video Gelernte zusammenzufassen, da nochmal die wichtigsten Punkte.
Tiere haben Emotionen und Emotionen können gemessen werden, anhand von Verhalten, Physiologie und Beurteilungstests. Ein Vorteil von Beurteilungstests ist, dass das Konzept in ganz vielen Tierarten funktioniert. Neben Schweinen sind so Tests zum Beispiel auch schon in Kühe, Schafe, Hühner, Staren oder sogar wirbellose Tiere wie Honigbienen durchgeführt worden. Außerdem kann man auch verschiedenste Arten von Signal brauchen und nicht nur Geräusche wie bei der besprochenen Studie. Anhand von so Tests kann man vergangene Erlebnisse und momentane Situationen evaluieren und so hoffentlich die Stimmung und somit das Wohl von Tieren verbessern.